Hallo zusammen, mein heutiges Thema ist die aggressive Steuergestaltung. Die bekanntesten sind Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäfte. Aber es muss nicht erst durch die Presse gehen, um strafbar zu werden. Ab wann eine Steuergestaltung aggressiv ist und zu welchen Folgen das führen kann, das bespreche ich heute mit Jörg. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater aus Hamburg. Ja, moin Thomas, vielen Dank mal wieder für die Einladung. Ich freue mich, dass wir wieder sprechen können. Heute geht es ja um die aggressive Steuergestaltung. Jetzt will ich natürlich wissen, was ist denn überhaupt Steuergestaltung? Klingt ja erstmal so, als wäre Steuergestaltung vom Gesetz her verboten. Nein, also verboten ist es nicht, ist schon erlaubt. Steuergestaltung heißt nur, du darfst innerhalb der regulären Besteuerung gestalten. Da gibt es aber zwei Grenzen. Das eine ist der Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten. Da bist du aber noch im erlaubten Rahmen und dann gibt es die aggressive Steuergestaltung. So, und was ist denn die aggressive Steuergestaltung? Was ist denn aggressiv? Ja, aggressiv, also es hat übrigens nichts mit körperlicher Aggressivität zu tun. Aber das ist, wenn du etwas konstruierst aus einem Schlupfloch heraus, was zu einem doppelten Vorteil führt. Okay, hast du mal ein Beispiel, dass man sich das mal vorstellen kann? Ja, ging durch die Presse Cum-Ex. Ja. Das war mit kurz Kauf mit Gewinnanteilen, Verkauf ohne Gewinnanteile und dadurch konnte man durch dieses Schlupfloch zweimal sich die Kapitalertragssteuer wiederholen. Und das war natürlich Steuerhinterziehung verboten. Okay, klingt jetzt auch nicht so, als würde man dafür nicht ins Gefängnis müssen. Also wenn das auffliegt, muss ich dann mit Gefängnis rechnen? Ja, auf jeden Fall. Also das ist eine Straftat. Es ist so ein bisschen betragsmäßig tatsächlich geregelt. Also bis 50.000 Euro ist es sehr wahrscheinlich nur eine Ordnungswidrigkeit. Ab 50.000 Euro Steuern ist schon im Ermessen vom Finanzamt oder von der Staatsanwaltschaft, einen Haftantrag zu stellen. Und ab 100.000 Euro Steuerhinterziehung, da musst du. Dann haben die gar kein Ermessen mehr. Dann ist Haftstrafe auszusprechen. Okay, wie lange müsste man ins Gefängnis? 5 Jahre. 5 Jahre? Ja, bis zu 5 Jahre. Ne? Okay. Das ist natürlich. Und gibt es denn, in Deutschland gibt es eine Verjährung für alles? Gibt es auch dafür dann eine Verjährung? 10 Jahre ist im Prinzip sehr stark gekoppelt auch an Steuerhinterziehung, ne? An den Paragraphen. Da sind es auch 10 Jahre und die Straftat hier mit einer nicht erlaubten Gestaltung, also aggressiver Gestaltung, sind auch 10 Jahre. Ja, okay. Waren mal 5 Jahre, haben sie aber auch auf 10 Jahre verlängert. Du hattest ja gerade gesagt, Cum-Cum und Cum-Ex-Geschäfte, das hat ja, glaube ich, jeder schon mal gehört, das geht ja dann in die oberen 10.000, aber was ist denn mit mir als kleiner Mann? Also könnte ich auch aggressiv Steuergestaltung betreiben und vielleicht ins Gefängnis müssen? Ja, das kannst du. Also das ist übrigens von überhaupt nichts abhängig. Ob du Mann, Frau, ob du reich, ob du arm bist, das Gesetz macht da keine Unterschiede. Und wenn du dir einen doppelten Vorteil holst, weil du schlau bist oder meinst, schlau zu sein, dann bist du genau in dieser Schleife und dann kannst du auch verurteilt werden. Ja. Hast du da mal ein Beispiel? Also was ist so gängig? Was ich immer wieder erleben muss, sind halt so GmbH, Gesellschafter, Geschäftsführer, die wollen gerne ihren GmbH-Gewinn verkleinern. Und dann kommen die natürlich an mich heran, Herr Breit, ich brauche eine Küche. Privat für meine Eigentumswohnung. Ich würde das gerne über die GmbH abrechnen. Ist es dann nicht sinnvoll, dass ich mir eine Rechnung von jemandem schreiben lasse für Parkett? Also erstmal Parkett und dann, wenn das auffliegt, also es gibt ja dann auch immer noch eine andere Person, die darüber Bescheid weiß, die macht sich übrigens mitstrafbar. Das ist natürlich eine Mittäterschaft. Das kann ich also keinem empfehlen. Also nicht nur derjenigen, der den Vorteil sich unerlaubt holt, aber auch nicht die Leute, die da mitwirken. Die pflegt das um die Ohren. Aber das ist dann so der Klassiker. Darüber wollen die dann ihre Gewinne reduzieren, weil sie sich irgendwas Privates in die Firma reinziehen und das anders darstellen, als es ist. Okay. Das ist auch ein doppelter Vorteil und das ist fast genau in diese Cum-Ex-Schlaufe. Okay, also wenn das dann auffliegt, dann muss ich halt mit dem härtesten Strafmaß rechnen. Und ich sehe schon, Steuergestaltung ist möglich, aber nur im Rahmen des Gesetzes und in Absprache mit meinem Steuerberater, oder? Ja, wie Sie hier erfahren haben, also das Ausschöpfen Ihrer Möglichkeiten in der Gestaltung ist alles erlaubt, gar kein Problem. Aber sobald Sie etwas gestalten, was zu einem doppelten Vorteil führt, dann müssen alle Alarmglocken losgehen. Das ist verboten. Wenn Ihnen das hier gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns wieder. Thanks for watching.